Wenn du auf meinem Video hier und jetzt gelandet bist, heißt das, du hast keinen Bock mehr auf 9 to 5. Du möchtest um die Welt reisen, neue Erfahrungen machen, die Welt entdecken, jeden Tag an einem anderen Ort schlafen, so ungefähr. Neue Kulturen, neue Gerichte, was auch immer entdecken, aber du hast keine Lust dafür irgendwie 2, 3 Jahre noch zu warten, dein Geld zu sparen. Du möchtest hier und jetzt sofort los, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Ich möchte von Anfang an erstmal klar machen, hier bei mir geht es nicht irgendwie um Krypto, Digital E-Marketing, Verkauf auf Amazon das, keine Ahnung, mach dir einen automatisierten Instagram-Account, wie auch immer. Bei mir gibt es einen realen Job, wo du auch wirklich arbeiten musst, aber auch wirklich reales Geld verdienst und ein reales Gehalt hast. Und das ist der Vorteil zu diesen anderen utopischen Möglichkeiten, die ich eben genannt habe. Erstmal weiß man nie, klappt es überhaupt? Werde ich mein Geld damit verdienen? Zweitens braucht das alles immer eine Anlaufzeit. 1 Jahr, 2 Jahre, wer weiß, klappt es überhaupt auch nach diesen 1, 2 Jahren? Deswegen, du Glückspilz, bist du jetzt hier und ich verrate dir einen realen Weg. Als ich mich entschieden habe, reisen zu wollen, habe ich wirklich um die 4, 5 Monate nach einem Job gesucht, den ich 100% online machen kann. Glaub mir, im lieben weiten Internet gibt es so viele Seiten, Angebote, wie auch immer. Und 99% sind davon Müll. Das sind nicht die besten Jobangebote. Du kriegst wenig Gehalt. Ja, wie auch immer. Einfach Müll, kurz zusammengefasst. Und dann bin ich auf eine Seite gestoßen, die mein Leben verändert hat. Und wenn ich das sage, übertreibe ich auf jeden Fall nicht, weil sie hat mein Leben verändert. Von meinen 4 Wänden in Istanbul bin ich raus in die große, weite Welt. Lebe meinen Traum, verdiene dabei Geld, arbeite zwar, aber scheiß drauf. Arbeiten musst du auch zu Hause und da bist du die ganze Zeit immer nur zu Hause und so kannst du um die Welt reisen. Alles, was du dafür brauchst, sind ein Laptop, Headset und Internet und das war's schon. Ich habe eine Seite entdeckt, die sogenannte Telefoniejobs anbietet. Das sind meistens Callcenter-Jobs. Ich habe jetzt keinen klassischen Callcenter-Job. Ich hatte da Glück, habe da was Gutes gefunden. Aus Datenschutzgründen nenne ich jetzt nicht die Firma, bei der ich bin, aber die Seite nenne ich euch auf jeden Fall. Und zwar packe ich euch sogar den Link unten in meine Beschreibung rein. Benutzt bitte den Link, weil wenn ihr euch angemeldet habt und einen gewissen Umsatz gemacht habt, kriege ich einen Bonus, ihr kriegt aber auch nochmal einen Bonus da drauf. Die Seite nennt sich Yoomday. Und Yoomday, das ist eigentlich eine richtig geile Möglichkeit. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was zu Yoomday, also ein bisschen das System. Ihr habt auf den Link geklickt, habt euch angemeldet. Dann bekommt ihr einen Termin bzw. müsst einen Termin machen für ein sogenanntes Onboarding. Das heißt, ihr werdet angerufen, die gucken einmal, ist euer Internet gut genug, habt ihr einen Raum, in dem ihr selber arbeiten könnt und habt ihr ein Headset. Wenn das alles zutrifft, seid ihr bei Yoomday angemeldet und könnt dann fast schon sofort loslegen. Bei Yoomday habt ihr dann ganz normal ein Profil und das müsst ihr aber auch wirklich ausfüllen. Also ihr müsst jetzt nicht denken, ja, angemeldet, let's go. Nein. Füllt euren Lebenslauf da ein, Motivationsschreiben, erzählt ein bisschen was von euch. Vielleicht Arbeitszeugnisse von alten Arbeitgebern, so habe ich das gemacht. Ich habe auch mein Abi-Zeugnis hochgeladen. Packt auf jeden Fall ein Profilfoto rein, das ist ganz wichtig. Und dann, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ja, das Profil repräsentiert mich gut, so kann ich auf den Arbeitsmarkt losgelassen werden, könnt ihr anfangen, euch zu bewerben. Ja, so schnell geht das Ganze. Und dann gibt es da eine Sektion, die heißt Auftragsangebote. Und wenn ihr darauf klickt, das ist auf der linken Seite, wenn ihr dann darauf klickt, seht ihr all die Auftragsangebote, die Yoomday zurzeit hat. Das sind wirklich bekannte deutsche Firmen, große internationale Firmen teilweise, die einfach Leute suchen, die im Kundenservice helfen. Und wie gesagt, das Gute daran ist, es ist 100% Homeoffice, aber es ist nicht der einzige Vorteil, den man mit Yoomday hat. Es ist zwar von Projekt zu Projekt unterschiedlich, aber kann sich seine Stunden frei einteilen in der Woche. Die meisten Projekte haben eine Vorgabe von mindestens 25 Stunden die Woche. Da sage ich euch aber auch schon mal gleich, 25 Stunden die Woche reicht auf jeden Fall nicht, um zu reisen. Ich habe auf jeden Fall immer eine 30 bis 40 Stunden Woche, was ja ganz normale Arbeitszeiten sind. Aber das Gute ist halt, du kannst es dir einteilen, wie du willst. Sagen wir mal 25 Stunden. Wir gehen mal von 25 Stunden aus. Diese 25 Stunden kannst du dir in der Woche so einteilen, wie du willst. Du kannst die an 3 Tagen abarbeiten, kannst die an 5 oder 6 Tagen abarbeiten, kannst die an 4 Tagen abarbeiten, kannst sagen, Montag arbeite ich 10 Stunden, Dienstag 2, Mittwoch wieder 10, bla bla, wie auch immer. Du kannst dir die Tage und die Stunden so einteilen, wie du willst.
Ich nehme mal mich als Beispiel. Mein Projekt hat zum Beispiel Öffnungszeiten von 8 bis 8. Ich muss mindestens 25 Stunden die Woche machen und das kann ich mir einteilen, wie ich will. Von 8 bis 8, 6 Tage die Woche kann ich es mir einteilen, wie ich will. Und das ist einfach ein richtiger Luxus, vor allem, wenn du am Reisen bist. Schaust du, okay, nächste Woche fliege ich weiter in ein neues... Oh, es ist so geil. Nächste Woche fliege ich weiter in ein neues Land. Trage ich mir den Freitag aus, verteile die Stunden irgendwie auf den Rest der Woche. Luxus. Und es erleichtert dir einfach das Reisen mega krass. Das Gute ist halt, ich habe in Asien angefangen und durch die Zeitverschiebung, nehmen wir Thailand als Beispiel. Thailand hat keine Ahnung wie viel Zeitunterschied, aber das, ich glaube, 6 Stunden. Aber es war halt immer so, ich bin aufgewacht, bin an den Strand. Ich vermisse Thailand. Ich bin an den Strand, hab mich gesonnt, im Meer geschwommen, keine Ahnung, gemacht, was ich wollte. Dann war es 14 Uhr in Thailand, das heißt 8 Uhr in Deutschland. Und dann habe ich erst angefangen zu arbeiten. Das heißt, ich hatte den ganzen Vormittag für mich. Dann arbeitest du 6, 7 Stunden. Dann ist es 20 Uhr, 21 Uhr. Und hast dann nochmal den ganzen Abend für dich. Wie gesagt, wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, eine Tour hast, irgendwas geplant hast, wo du auch den Nachmittag frei haben willst oder so, kannst du entweder deine Stunden richtig in die Abendstunden schieben oder den Tag einfach auf andere Tage verteilen. Luxus, perfekt zum Reisen. Was verdient man da? Bei Hyundai kommt es wirklich auf das Projekt an, was man verdient. Es ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Manche zahlen nach Minute, manche nach Stunde, manche nach getätigtem Call, es gibt auch E-Mail-Projekte, manche nach geschriebener E-Mail. Das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Eins muss euch einfach nur bewusst sein, ihr werdet nicht reich werden durch diesen Job. Ihr werdet nicht reich werden, ihr werdet nicht mega krass viel sparen, ihr werdet in keinen Hilton-Hotels bleiben können oder in irgendwelchen Luxusvillen. Euer Leben und eure Unterkünfte werden vielleicht kein Luxus sein, aber eure Erfahrung und Erinnerung unbezahlbar, Digga. Unbezahlbar. Deswegen, ich bin so ein Mensch, ich brauche keinen großen Luxus. Schmeiß mir eine Matratze auf den Boden und ich schlafe da, solange es nicht zu versifft ist und irgendwie Ratten um mich drum herum laufen. Wirklich, ich habe da nicht so hohe Standards. Deswegen ist das perfekt für mich. Ich bin schon in Unterkünften geblieben, die Nacht $5 oder so gekostet haben. Das war dann natürlich auf Sri Lanka. Für mich ist das, du musst halt auch der Mensch dafür sein, so, ne? Wie gesagt, ihr werdet kein Luxusleben haben, was vollkommen okay ist. Ihr werdet aber auch nicht am Hungertuch nagen und alles drumherum unbezahlbar. Ich bin jetzt knapp 10 Monate am Reisen und was ich erlebt habe, die Menschen, die ich getroffen habe, die Länder, die ich besucht habe, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, würde ich gegen kein Geld der Welt eintauschen. Es war die beste Idee meines Lebens, das zu machen. Wirklich, wer auf der Kippe steht, macht es. Vor allem, wenn ihr einen Job habt, so wie ich, den ihr von überall aus machen könnt. Macht es. Ja, darüber, dass ihr es machen sollt, könnte ich jetzt noch so 10 Stunden reden, deswegen next Thema. Wenn ihr dann ein Projekt habt, also ihr seid bei Hyundai, habt euch angemeldet, Onboarding gemacht, alles gut, beworben, habt ein Projekt bekommen, das kann auch nochmal eine Zeit dauern, geht nicht sofort los. Wartet erstmal 2, 3 Monate, arbeitet erstmal in dem Projekt. Ist das was für euch? Seid ihr was für das Projekt? Das kann nämlich sein, dass wir euch in den ersten Monaten einfach so kündigen, weil sie sagen, es passt nicht. Das ist halt die Freiheit, die man bei Hyundai hat. Bringt auch einen kleinen Nachteil. Man hat da nicht wirklich so eine Sicherheit, vor allem in der ersten Zeit. Wenn ihr dann in einem Projekt seid, alles läuft gut, ihr arbeitet gut, dann habt ihr diese Sicherheit. Die werden euch jetzt nicht auf Teufel komm heraus kündigen. Aber wartet erstmal. Kommt ihr mit dem Geld klar? Macht euch das Spaß? Ist das was für euch? Könnt ihr das vorstellen? Und wenn ihr dann anfangt zu reisen, fangt nicht in Dubai an oder in Japan oder was auch immer. Fangt erstmal an in Bali, Thailand, Vietnam, Laos, günstigere Länder und guckt erstmal, wie kommt ihr mit dem Geld klar? Ist das was für euch? Das muss man dann immer mal wieder was schauen, ob das was für euch ist. Fangt erstmal in günstigeren Ländern an, dann bekommt ihr so ein Gefühl für das Geld. Reicht es nicht? Tipps und Tricks, man gewöhnt sich daran, bla bla bla. Fangt in günstigeren Ländern an. Mein Pro-Tipp für euch. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie das mit dem Internet ist in solchen Ländern. Ich bin ja zurzeit in Japan, hier ist es zum Beispiel perfekt. Sehr, sehr gutes Internet. Obwohl ich in so einer Unterkunft bin, ich habe ein Zimmer, da kommen wir wieder zum Nicht-Luxusleben. Ich habe ein Zimmer, das ist so 15 Quadratmeter groß,
Dusche wird sich geteilt. Mich juckt das nicht. Für mich ist das absolut okay. Ich habe auch schon in kleineren Zimmern geschlafen, auch schon in runtergekommeneren Zimmern. Für mich ist das okay. Ja, zurück zum Thema. Hier ist das Internet richtig gut, aber zum Beispiel auf Sri Lanka, Thailand, Laos, Vietnam, Philippinen, bla bla, ist das Internet nicht so gut. Aber macht euch keine Sorge, dafür gibt es auch eine Lösung. Mittlerweile, du kommst am Flughafen an, steigst aus, das Erste, was dir entgegenkommt, sind Leute, die dir eine SIM-Karte verkaufen wollen. Und das solltest du wirklich in jedem Land machen. Hab eine SIM-Karte mit gutem Internet, am besten unlimited, also unbegrenzt im Internet, aber das gibt es nicht immer. Aber 4 Gigabyte, zur Not könnt ihr es auch nachladen. Wenn ihr dann an eurer Unterkunft seid und ihr merkt, das Internet ist nicht so gut zum Arbeiten, verbindet einfach eure SIM-Karte, Handy mit Hotspot mit dem PC. Da müsst ihr auch drauf achten. Also bis jetzt, außer in Vietnam, da hatte ich einmal eine kleine Überraschung, war meine SIM-Karte immer Hotspot-fähig. Müsst ihr halt darauf achten, dass die Hotspot-fähig ist. Und dieses SIM-Karten-Internet ist immer gut. Ich hatte bis jetzt noch nicht einmal Probleme, wenn ich mein Handy verbunden habe und hat es nicht funktioniert. Also wenn ihr merkt, im Hotel ist scheiße, geht nicht, die Kunden hören euch nicht, wie auch immer, einfach mit dem Handy verbinden. Und damit hatte ich bis jetzt noch nicht einmal Probleme. Es hat mir immer den Hintern gerettet. Ich arbeite meistens von meinem Bett aus. Oft hat man gar keinen Schreibtisch. Jetzt habe ich einen Schreibtisch, ich arbeite trotzdem von meinem Bett aus. Da kommen wir wieder zu dem, kein Luxus so. Sei wie Wasser, passt euch einfach an. Das gehört wirklich dazu. Also entweder ihr wollt in jungen Jahren reisen, weil das ist dann locker nochmal was ganz anderes. Leute kennenlernen in eurem Alter, bla bla bla, dann macht es jetzt, aber dann müsst ihr halt ein paar Abstriche, also ich sehe es nicht mal als Abstriche, weil wenn man das mal vergleicht, wo Abstriche mache und was ich im Gegenzug dazu lebe, erfahre, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Deswegen, seid einfach ein bisschen anpassungsfähig, wenn ihr das machen wollt. Weltreisen ist nicht was für jeden, aber wenn ihr es in eurem Herzen habt, dann werdet ihr auch auf diese Kleinigkeiten scheißen und es durchziehen, so wie ich es mache. Wirklich, habt keine Angst. Macht es einfach. Wenn ihr Angst habt, macht es trotzdem. Ihr werdet dann im Prozess daran wachsen, glaubt mir. Ich kann es noch mal sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin seit 10 Monaten unterwegs. Die Leute fragen mich immer so, vermisst du es nicht? Willst du nicht nach Hause? Reicht es nicht mal? Nein. Nein. Also Familie, Freunde wirst du immer vermissen. Hoffe ich mal für dich. Das gehört einfach dazu. Aber mit FaceTime, WhatsApp, bla bla, ist das auch gar nicht mehr so schlimm, wie es bestimmt mal war. Nein. Ich vermisse nicht meinen 9-to-5-Alltag und morgens um 7 aufstehen, um 8 arbeiten, dann abends irgendwie. Nein, ich vermisse es nicht. Guck mal, jetzt stehe ich um 8 auf, bin in einem Land unterwegs, irgendwie jeden Monat in einem neuen Land unterwegs, auf jeden Fall in einer neuen Stadt, sowieso irgendwie alle 2 Wochen. Macht es einfach, Leute. Ich sag doch, habe ich eben schon gesagt, sage ich jetzt wieder, über dieses Macht doch und wie geil ist es, könnte ich einen 5-Stunden-Vlog machen. Aber es kommt wieder auf das hinaus, macht es. Und wenn ihr, angenommen, ihr fliegt nach Thailand, merkt nach einem Monat, okay, ist nichts für mich, was hast du verloren? Nichts. Warst du trotzdem einen Monat, hast Urlaub gemacht und dann kannst du immer noch zurückfliegen. Ist auch keine Schande so, aber macht es. Macht es. Das seid ihr euch selber schuldig. Wenn ihr es wirklich vom Herzen aus wollt, macht es. Macht es. Ihr seid nur einmal jung. Ich habe euch eine Möglichkeit genannt, wie ihr Geld verdienen könnt. Versichern müsst ihr euch selber. Ich bin selber versichert auf jeden Fall. Ich habe allgemeine Versicherung. Dazu habe ich dann nochmal eine Auslandsversicherung. Das ist ein Muss. Ist nicht so teuer. Damals bei Allianz waren das, glaube ich, 1.000 € für ein Jahr. Das muss. Das muss. Ich habe es bis jetzt noch nicht einmal gebraucht. Wirklich nicht ein einziges. Ich war nicht mal kurz davor oder so. Aber es gibt einfach eine Sicherheit. Genauso wie Rentenkasse, das ist euch überlassen. Müsst ihr entweder selber einzahlen oder ihr sagt, ich setze ein Jahr aus. Und mit den Steuern ist das halt das Ding. Ich habe halt vorher nicht in Deutschland gelebt. Ich war schon vorher weg, deswegen kann ich da nicht so 100% was zu sagen. Aber es gibt halt die 183-Tage-Regelung, die besagt, wenn du weniger als 183 Tage in Deutschland bist,
musst du dort keine Steuern zahlen. Ich bin nicht mal 30 Tage. Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich nicht einen Tag in Deutschland verbringen. Deswegen, und wie gesagt, ich bin aus der Türkei losgeflogen, habe vorher da gelebt. Deswegen ist es bei mir nochmal was anderes. Macht euch da nochmal schlau, aber Versicherung ist auf jeden Fall ein Muss. Macht es.